Wie jede Fahrzeuggattung stellt auch ein Velomobil ganz besondere Anforderungen an den Fahrer, wenn er sich damit so sicher wie möglich im Straßenverkehr bewegen möchte. Aus der Fahrerfahrung eines Velonauten will diese Videoserie Anregungen geben, wie man typische Gefährdungen vermeidet. Hier beleuchten wir die Kippgefahr des dreirädrigen Velomobils. Fast alle Velomobiltypen rollen auf 3 Rädern. 2 gelenkte Räder vorne und ein angetriebenes Rad hinten. Was uns der Fahrinstruktor beim Pkw-Sicherheitstraining schon immer erklärte: Die Spurtreue eines Fahrzeugs hängt entscheidend von der Führung der Hinterräder ab. Deshalb sollten die besseren Reifen immer hinten montiert sein. Das offenbart eine grundlegende Schwäche in der Velomobilkonstruktion. Ein einzelnes Hinterrad führt und stabilisiert das Fahrverhalten natürlich viel schlechter, als dies 2 breit abgestützte Räder hinten tun können. Wie äußert sich das in der Fahrpraxis eines Velomobils? Zunächst das ganz Offensichtliche, das jeder Velonaut sofort spürt. Das Velomobil ist eine Schlaglochsuchmaschine. Es ist fast nicht möglich, bei den 3 eng sitzenden Spuren, denen die 3 Räder folgen, Schlaglöchern auf unserem Weg zu entgehen. Eines der 3 Räder poltert fast immer hinein und schüttelt den Fahrer durch. Nicht nur deshalb ist eine gute Federung für den Fahrkomfort unerlässlich. Aber vor allem aus Sicherheitsgründen sollte mindestens das spurführende Hinterrad gefedert und gut gedämpft sein. Was passieren kann, wenn sich das ungefederte Hinterrad eines Govan Evo R Velomobils auf den Rattermarken eines simplen Seitenstreifens aufschaukelt, zeigt in eindrucksvoller Weise das Unfallvideo von Bill Allenbow. Sein Unfallgeschehen wurde in 3 Videos von Cattrike and the Flaming Eyeball analysiert und sei hier zum Studium wärmstens empfohlen. Für solche Unfälle braucht es keine großen Schlaglöcher oder tiefe Bodenwellen, die das Velomobil in die Höhe katapultieren. Nein, es genügen kleinere, rhythmisch auftretende Störungen, wie sie zum Beispiel durch diese Wellen im Asphalt hier oder eben Rattermarken in Seitenstreifen ausgelöst werden können, wenn man sie mit einem schlecht gedämpften oder gänzlich ungefederten Hinterrad schnell überrollt. Was passiert hier? Die Bodenwellen regen das Hinterrad in kurzer, schneller Folge zum Schwingen an und treffen zufällig die Eigenfrequenz des Systems. Dann kommt es ganz schnell zu einem Aufschaukeleffekt und das Hinterrad fängt einen wilden Rodeo-Tanz an. Es springt in schneller Folge hoch, dabei verliert das Rad kurzzeitig den Bodenkontakt und das Velomobil verliert seine wichtige Spurführung von hinten. Es versetzt nach links oder rechts und da die Räder in diese Richtung nicht eingeschlagen sind, fühlt es sich an, als hätte man die Lenkung verrissen. Das Velo kippt sofort, der Fahrer steuert instinktiv vehement dagegen und tut hier schnell zu viel des Guten. Wenn das Velomobil zurückfällt und die Räder in entgegengesetzte Richtung eingeschlagen sind, wird es hoffnungslos übersteuert und stürzt endgültig um. Das Gegensteuern kann nur gelingen, wenn es sehr moderat und gefühlvoll erfolgt, trotz des Schrecks, der dem Fahrer dabei durch die Glieder schießt. Aber es gibt noch eine andere gefährliche Ursache, die dieses Versetzen des Hinterrades auslöst. Das sind Längsrinnen im Asphalt, in die das Hinterrad hineingerät. Es folgt der Rinne und reißt das schnell fahrende Velomobil aus der Spur. Solche Rinnen gehen in der Regel mit allgemein schlechtem Straßenzustand einher, sodass die Anregung zum Springen des Hinterrades durch gleichzeitige Schlaglöcher hinzukommt. Das hier folgende Versetzen des Hinterrades bei 60 Stundenkilometern ist gerade noch einmal gut gegangen. Im Bild sieht man nur das kurzzeitige Kippen des Chassis-Vorderkörpers, das ohne schnelles, aber sanftes Gegenlenken unweigerlich zu einem Unfall geführt hätte. Wegen der Gefährlichkeit dieser Fahrwerksschwäche
habe ich nach Möglichkeiten gesucht, mein Quest unempfindlicher gegen diese Spurrinnen zu machen. Bisher war der 42 mm breite Schwalbe Marathon Supreme montiert, der mit 5,5 bar Druck relativ rollreibungsarm läuft. Sauki empfiehlt in einem seiner Videos den Schwalbe Marathon All Motion mit enormen 55 mm Breite für hohen Fahrkomfort, der nur 4 bar Maximaldruck braucht und damit deutlich mehr Eigendämpfung verspricht. Der Erfolg ist frappierend. Allein dieser Reifenwechsel hat das Fahrverhalten komfortabler und wesentlich sicherer gemacht. Ich habe bisher nicht feststellen können, dass das Torpediello mit seinem breiteren Reifen langsamer geworden wäre. Aber selbst wenn die Rollreibung etwas angestiegen ist, den Sicherheitsgewinn ist es allemal wert. Aber man darf sich nichts vormachen. Eine konzeptionell problematische Hinterradführung wird nie ganz sicher werden.